Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute machen wir ein herrlich cremiges Kaffeeeis. Es geht sehr einfach und mit nur wenigen Zutaten, die viele von euch wahrscheinlich sowieso zu Hause haben. Ich zeige euch zwei Varianten. Einmal für alle, die eine Eismaschine besitzen und natürlich auch eine Variante ganz ohne Eismaschine. So kann wirklich jeder dieses leckere Eis selbst machen und genießen. Und super cremig ist es natürlich außerdem. Als erstes richten wir uns eine Tasse und geben 3,5 Teelöffel Instant-Kaffeepulver oder einen starken doppelten Espresso in die Kaffeetasse. Übrigens keine Sorge für Instant-Kaffeepulver. Auch dieses unterliegt den in der EU strengen lebensmittelrechtlichen Vorgaben. Das bedeutet, dass es ausschließlich aus aufgebrühtem Kaffee besteht, dem anschließend nur das Wasser entzogen wurde. So oder so gießen wir es mit 100 bis 150 Milliliter heißem Wasser auf. Im Anschluss verrühren wir den Kaffee so lange, bis sich das Kaffeepulver vollständig im Wasser gelöst hat. Und eine kleine Prise Salz gehört natürlich auch noch hinein. Denn zu allem Süßen gehört auch etwas Herbes. Das hat schon meine Oma gesagt. Und keine Sorge, es schmeckt dadurch nicht salzig. Es hebt lediglich das feine Kaffeearoma hervor und sorgt für einen harmonischen Geschmack. Süße darf natürlich auch nicht fehlen. Wir nehmen je nach persönlichen Geschmack zwischen 50 und 75 Gramm Zucker. Ich habe hier Vollrohrzucker. Du könntest jedoch auch Honig, Agavendicksaft oder was auch immer du möchtest nehmen. Übrigens ist mein verwendetes Salz rieselhilfefrei. Das Süßungsmittel unserer Wahl sollte dann auf jeden Fall im Kaffee verrührt werden, so dass es sich vollständig auflöst. Natürlich bestehen auch Honig, Ahornsirup oder Agavendicksaft überwiegend aus Zucker. Sie bringen zwar je nach Produkt geringe Menge weitere Inhaltsstoffe mit, werden aber oft gesünder wahrgenommen, als sie tatsächlich sind. Deshalb gilt auch hier, die Menge macht's aus. Der Kaffee kann jetzt auf die Seite gestellt werden und sollte vollständig auskühlen. Und richtig gutes Eis braucht in meinen Augen auch eine gute Portion Sahne. Davon verwenden wir dann etwa 250 bis 300 Milliliter. Sie sorgt für die wunderbar cremige Konsistenz und macht das Eis schön vollmundig. Die Sahne wird zumindest aufgeschlagen, aber nicht ganz steif geschlagen. Und da wir beim Thema Geschmack sind, nun gibt es noch 1 Teelöffel Vanillezucker. Dieser hier ist selbstverständlich selbst gemacht, denn das geht wirklich absolut einfach und wird mit der Sahne verbunden. Das Rezept und mein gesamtes Arbeitsmaterial verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Wie ihr sehen könnt, ist die Sahne inzwischen schön cremig, aber nicht ganz steif geschlagen. So verbindet sie sich auf jeden Fall hervorragend mit dem Kaffee. Nun brauchen wir einfach nur eine ausreichend große Schüssel. Dort geben wir den inzwischen ausgekühlten Kaffee rein. Zum Schluss geben wir noch einen Esslöffel griechischen Joghurt dazu. Damit schmeckt das Eis später nicht nach Joghurt. Er sorgt allerdings für eine feine Frische, rundet den Geschmack ab und trägt dazu bei, dass das Eis schön cremig wird. Wir geben den Esslöffel deswegen in den Kaffee hinein, weil wir ihn dort einfach kräftig durchrühren können und der Joghurt sich mit dem Kaffee verbindet. Nun aber zu guter Letzt kommt die Sahne natürlich zu dem Kaffee und wird mit Hilfe eines Teigschabers am besten aus dem Rührtopf geholt und wird mit dem Kaffee durch leichte Bewegungen untergehoben, sodass die Struktur der Sahne nicht zerstört wird. So schön sollte die Masse dann auch bei dir verbunden sein. Nun richten wir uns unsere Gefrierschüssel und einen Behälter, wo die Eismasse hinein kann, um ohne Eismaschine zu frieren. Von der Kaffeemasse gebe ich etwa 1/3 hinein und der Rest kommt dann natürlich in den Gefrierbehälter der Eismaschine. Der Eisbehälter kommt jetzt einfach in den Gefrierschrank und wird jede Stunde einmal durchgerührt. Das zeige ich euch aber gleich noch. Und der Gefrierbehälter kommt natürlich in die Eismaschine, wo er für ungefähr 1 Stunde eingestellt wird. Die Zeit unterscheidet sich natürlich je nach Maschine. Ich kann euch zumindest eines verraten, mit der Eismaschine geht es wesentlich schneller, aber ob es auch cremiger ist, das erfahrt ihr jetzt gleich.
Nach etwa 30 Minuten kann das Gefriergefäß aus dem Gefrierschrank und wird einfach nur untergehoben. Es empfiehlt sich sogar, dieses vorzufrieren, dann geht das Ganze etwas schneller. Wieder schön verteilen, Deckel drauf und ab damit wieder ins Gefrierfach. Das wiederholen wir so lange, bis wir wirklich Eis haben. Die Eismaschine ist auf jeden Fall nach einer Stunde soweit und wir haben wunderbar cremiges Eis. Wir befreien einfach nur das Rührstäbchen vom Eis und geben es so lange, bis die andere und geben das Behältnis so lange in den Gefrierschrank, bis auch die zweite Portion soweit ist. Hier seht ihr nun das vorletzte Mal, wo die Masse nochmal durchgerührt wird. Es haben sich also richtig viele Eiskristalle gebildet und darf nun jetzt nochmal für 30 Minuten in den Gefrierschrank. Und dann kann auch bereits angerichtet werden. Hier kann man deutlich erkennen, dass das Eis aus dem Gefrierschrank, das nicht in der Eismaschine hergestellt worden ist, um ein Vielfaches cremiger ist. Mein persönliches Resümee ist daraus, dass es zwar mit einer Eismaschine wesentlich komfortabler geht, jedoch nicht immer besser. Nichtsdestotrotz, beide Eise schmecken sehr, sehr lecker und sind absolut zu empfehlen bei den heißen Temperaturen. Deswegen wünsche ich euch nun viel Freude beim selbermachen, gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch! Das ist das leckere Eis von meiner Frau, aber